Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich habe heute mal ein neues Projekt für euch, beziehungsweise ein Projekt, was der ein oder andere von euch vielleicht nicht kennt. Ihr seht hier schon, wie es immer durchläuft. Drive, Earn und Repeat, also fahren, verdienen und wiederholen. Und zwar möchten wir uns heute mal kurz das Thema Let's Stop anschauen. Das ist quasi auch ein Driving Network, nenne ich es jetzt mal, aber halt eben ja umgedreht. In diesem Netzwerk geht es nicht darum, halt eben den Verkehr zu filmen etc., so wie ihr das kennt, zum Beispiel über Natix oder Hivemapper, sondern hier geht es halt eben darum, das Handy während der Fahrt möglichst nicht zu benutzen, um eine gewisse Sicherheit darzustellen. Auf das Thema gehen wir jetzt mal ganz kurz ein. Also ich übersetze uns mal die Seite auf Deutsch, das sieht dann wahrscheinlich ein bisschen besser aus. Also ihr seht zum Beispiel hier die Straßensicherheitsgeschichten sozusagen. Das heißt halt, stopp, ich wollte es auf Deutsch übersetzen. So, genau, gucken wir mal. Und zwar sieht es halt eben aktuell sowas, also Erkenntnisse zur Verkehrssicherheit. Das heißt, es gibt 1,35 Millionen Todesfälle durch Verkehrsunfälle weltweit im Jahr. 40% der Teilnehmer bzw. Fahrer geben zu, dass sie ein Telefon benutzen während der Fahrt. Das ist schon relativ schlecht. Ihr wisst ja auch, wie das in Deutschland ist, dürft ihr auch nicht. 9% der Todesfälle sind durch SMS-Schreiben während der Fahrt entstanden. Das heißt, das ist eine ganz schöne Menge, wahrscheinlich dann eher WhatsApp oder irgendwas. Und das Risiko ist ja eben sechsmal höher zum Vergleich zum Fahrten unter Alkoholeinfluss. Das finde ich auch relativ krass, muss ich sagen. Ja, und darum geht es letztendlich hier in diesem Projekt. Das heißt, Sicherheit geht vor. Das heißt, das Projekt hat sich auf die Fahne geschrieben, euer Telefon zu monitoren während der Fahrt. Das bedeutet, ihr müsst nicht filmen, gar nichts. Ihr macht einfach nur die App an, die zeige ich euch auch gleich. Und ihr werdet dafür belohnt, dass ihr während der Fahrt die App sozusagen nicht benutzt, beziehungsweise auch Smartphone nicht benutzt. Also App an, Beifahrersitz legen, Ablage legen, losfahren, Handy nicht benutzen. Dafür werdet ihr in diesem Netzwerk beziehungsweise bei Let's Stop letztendlich belohnt. Ihr seht ja auch nochmal Fahren und Verdienen, belohnen für verantwortungsvolles Fahren. Ja, das heißt, ihr werdet halt eben dafür belohnt, wenn ihr ordentlich fahrt, das Handy nicht in die Hand nehmt, etc. Ihr seht hier nochmal die Straßenkarte, also die Roadmap, das Ganze ging Q3 2023 schon los, hat sich jetzt in der Weile auch schon entwickelt, die haben schon den Token, die haben ein Ökosystem, alles Mögliche. Das heißt, es ist halt eben alles da. Hier wird es nochmal erklärt, das heißt, Ergebnisse erzielen. Ihr bekommt halt dementsprechend Punkte. Die Punkte könnt ihr dann in den Token umwandeln. Ihr könnt Erfahrungspunkte sammeln und ihr habt auch die Möglichkeit, für ein paar Euro zu upgraden in der App. Müsst ihr aber nicht, ist keine Voraussetzung. Ja, kann halt eben, muss jeder selbst entscheiden. Hier seht ihr nochmal die zwei Founder dazu. Hier nochmal die flotten Lösungen sozusagen und so weiter und so fort. Ja, wie sind wir jetzt auf das Thema Let's Stop gekommen? Also liegt ganz einfach daran, wir haben hier eine Community, CryptoStars.io direkt auf Telegram und hier haben wir auch VBetter at VChain, das heißt die Nachhaltigkeitsprojekte und das ist auch so ein Thema, was wir uns auch nochmal gleich angucken, weil mit diesem Projekt Let's Stop könnt ihr doppelt verdienen sozusagen. Zum einen die hauseigene Währung, den Stop-Token, den es auch schon gibt und den Better-Token, deswegen auch das Video hier. Ja, beziehungsweise in White Paper wird soweit auch alles erklärt. Das heißt, der Überblick, wieso, weshalb, warum. Und hier wird auch nochmal erklärt, wie das Spiel letztendlich funktioniert. Das heißt, die verbindet halt eben mit fortschrittlicher Technologie, ist klar, das ganz normale Floskel. Seht ihr hier, nach dem Download und der Einrichtung des Kontos nutzt die App GPS und Bewegungssensoren, um die Fahrt des Fahrzeugs zu verfolgen und belohnt Fahrer Laptop-Guthaben für minimale Telefontransaktionen. Das hatte ich euch eben schon gesagt. Das Ding überprüft per GPS, wie ihr euch gerade bewegt mit dem Fahrzeug sozusagen und die Gehsensoren, die ihr am Telefon habt, halt eben die Gehbewegung. Das heißt, sobald ihr das Handy in die App nehmt, also das Handy in die Hand nehmt, bekommt ihr sozusagen Minuspunkte. Ja, weil ich hatte es ja eben schon gesagt, das Ziel des Projektes ist es halt eben, Verkehrstote zu minimieren, die halt eben anhand von abgelenkt durchs Handy in der Hand etc. einen Unfall verursacht haben etc. Und so funktioniert letztendlich das Ganze. Ihr werdet dafür belohnt, ihr bekommt zum einen den Stop-Punkte, die ihr in den Stop-Token eintauschen könnt und nochmal die XP-Punkte. Ihr seht hier auch nochmal die Let's Stop wird zu Beginn der Fahrt automatisch im Hintergrund aktiviert, sodass Let's Stop Benutzer ununterbrochen Belohnung erhalten und Sicherheit freihändiges Fahren gefördert wird. Das heißt, dass ihr in der ganzen Zeit das Handy nicht in die Hand nehmt. Das Ganze, ich hatte es eben schon gesagt, funktioniert ab 15 Kilometer pro Stunde. Das heißt, auch für Fahrradfahrer ist das geeignet oder für Leute, die schneller laufen, etc., joggen.
whatever, ich weiß nicht, wie schnell man läuft beim Joggen, aber auf jeden Fall mit Fahrradfahren funktioniert es auch. Ja, es gibt eine Tokenomics dazu, der Token ist alles schon da, das funktioniert auch soweit. Ihr habt die Möglichkeit, ich mache das nochmal jetzt auf Englisch, die Website, hier oben über den Link App, euch die Apps runterzuladen. Das bedeutet, die App gibt es zum einen für Apple, also ganze iOS-Geschichte, zum anderen auch für Android. Ja, wir gucken auch gleich nochmal in die Apple-Geschichte rein, weil ich selber nutze ein iPhone. Ist 200 Megabyte groß, könnt ihr euch kostenlos runterladen und dann seid ihr sozusagen mit am Start. Ja, Let's Stop Token seht ihr hier. Das heißt, die haben ihre eigene Kryptowährung. Das Ganze basiert auf Solana. Das heißt, mit dieser freien App, die ihr nutzen könnt, könnt ihr bis zu 150 oder so ähnlich im Monat halt eben verdienen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, eure Let's Stop Punkte in diesen Stop Token einzutauschen. Hier hat schon letztes Jahr eine Seed Round stattgefunden. Das heißt, die haben auch schon durch Sponsoren sozusagen eine gewisse Liquidität. Wenn man auch mal sieht, der Token hier hält sich relativ stabil, aber ihr seht, hier war auch schon mal dementsprechend Mehrwert. Ja, aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass ihr halt eben die App kostenlos nutzen könnt, das heißt, das ganze Projekt könnt ihr kostenlos verwenden. Ihr habt null Investitionskosten, es sei denn, ihr wollt eure Einnahmen sozusagen ein bisschen verbessern, habt ihr noch die Möglichkeit für 4 oder 5 Dollar im Monat euch eine andere, euch quasi Premium-Upgrade zu holen. Aber wie gesagt, das müsst ihr definitiv nicht. Ja, es gibt zum einen den Let's Stop Token, also ihr kassiert quasi in der App die Let's Stop Punkte, könnt dann die dementsprechend gegen Token eintauschen, habt dann dementsprechend eure Rewards. Und jetzt kommt halt eben das, was ich interessant finde. Zusätzlich zu den Let's Stop Token gibt es demnächst auch den Better Token. Wir haben hier eine relativ aktive V-Better Community bei uns, also was auf VeChain basierend ist. Das heißt, ihr kriegt zum einen den Let's Stop Token, der aktuell mit 3 Cent unterwegs ist, und der V-Better Token bzw. Better Token seht ihr hier, aktueller Kurs von 49 Cent. Der hat richtig gut performt, meiner Meinung nach, in den letzten Tagen. Guckt mal hier. Und den kriegt ihr auch noch dazu. Das heißt, ihr habt quasi ein Dual Mining, um es mal salopp auszudrücken. Es gab dazu ein Announcement, ich habe das mal aus Telegram rauskopiert. Ihr seht hier Dual Rewards, also bekommt Stop und Better. Das heißt, das Ganze ist am 4. Februar veröffentlicht worden. Das heißt, dass ihr ab demnächst mit der Let's Stop App die beiden Tokensatzungen bekommt, also einmal Stop und einmal Better. Better, hatte ich ja schon gesagt, ist Nachhaltigkeit basierend auf VeChain bzw. VBetter. Ja, die App seht ihr hier zum Beispiel, lass uns aufhören, Let's Stop heißt, lass uns aufhören, die Zukunft für sicheres Fahren. Seht ihr, ich habe einfach mal vom Apple App Store die Seite aufgemacht. So sieht die App letztendlich auch aus. Ihr seht hier ein Fahrzeug. Ihr habt die Möglichkeit, das zu upgraden etc. Seht ihr hier. Ansonsten trackt er wirklich nur am GPS eure Bewegung. Es werden keine Bilder aufgenommen, gar nicht, sondern einfach nur eure Bewegung und die G-Sensoren, damit ihr halt eben das Handy nicht in Hand nehmt. Dafür werdet ihr letztendlich belohnt. Ihr richtet euch direkt in der App eine Wallet ein. Das ist eine Solana Wallet. Das heißt, die Solana Wallet könnt ihr natürlich auch, ihr könnt eure eigene Solana Wallet importieren, zum Beispiel die Helium Wallet, wenn ihr die Seed Phrase sozusagen habt. Oder dementsprechend könnt ihr euch eine neue Wallet erstellen. Also wie gesagt, das Ganze basiert auf Solana und die Wallet auch. Das heißt, ihr könnt auch importieren. Hier wird das nochmal ganz kurz erklärt, dynamisches Belohnungssystem, wie das Ganze funktioniert, etc. etc. Vielfältiges Prämiensystem, In-App-Upgrades und so weiter und so fort. Also das klingt für mich echt interessant. Den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung rein, da könnt ihr draufklicken, könnt es euch in Ruhe angucken. Wie gesagt, wird auch niemand dazu gezwungen, hier mitzumachen oder irgendwas in der Richtung. Das bietet aber euch eine Möglichkeit nebenbei mit einer einfachen App für das sichere Autofahren, für das wirklich sichere Autofahren, also das Handy nicht in der Hand nehmen, nebenbei noch eine Belohnung zu bekommen. Und ich sag mal so vom Prinzip her ähnlich wie Natix, nur dass ihr halt den Verkehr nicht mit tracken müsst. Wie gesagt, war ein Hinweis aus unserer Telegram-Community-Gruppe sozusagen in der Abteilung VBetter bzw. VeChain, weil ich es ja schon gesagt habe bzw. gezeigt habe, dass hier bald ein Dual Rewards, also einmal den Stop-Token und den Better-Token, was ich eben schon gesagt habe, dass ihr das gleichzeitig bekommt. Und das finde ich jetzt interessant. Ich meine, das sind auch nur 3 Cent. Keine Ahnung, wie viel man damit pro Woche, pro Monat verdienen kann. Aber in der Kombination mit Let's Stop-Token und halt eben auch den Better-Token aus dem VBetter DAO könnte sich das eventuell lohnen. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es halt eben kostenlos ausprobieren.
Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung rein. Wenn ihr unseren Link benutzt, unterstützt ihr natürlich auch unser Projekt beziehungsweise den Kanal cryptostars.io. Ja, Leute, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Den Link zu unserer Gruppe packe ich euch auch nochmal in den ersten Kommentar unten rein. Kommt rein, diskutiert mit. Ist natürlich auch absolut kostenlos für euch. Sind viele Gleichgesinnte, um es mal so auszudrücken, mit dabei. Also viele, die gleichen Projekte benutzen wie ihr. Ihr könnt euch kostenlos austauschen. Das ist halt eben auch ein Stück weit unser Service mit für euch. Das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch. Bis die Tage. Bis später. Ciao.